Heute ist eine nagelneue Solaranlage bei mir angekommen. Und zwar nicht verteilt auf unzählige Pakete, sondern schön sauber zusammengestellt auf einer Palette. Geliefert wurde das Bundle von Solarmars und wir schauen uns heute in diesem Video an, wie das Bundle zusammengestellt ist, wie einfach die Installation ist. Und wir klären heute natürlich auch noch eine wichtige Frage, nämlich die Frage, was darf denn so ein Balkonkraftwerkspeicher ins Netz einspeisen? Hier stellt sich nämlich die Frage, 800 Watt oder doch 2500 Watt? Aber los geht's dort, wo natürlich das Paket bei euch ankommt, nämlich bei der Lieferung. Und hier seht ihr natürlich die Palette auch schon bei mir im Hof stehen. Hier ist alles ordentlich sicher auf einer Palette verpackt. Solarmars verschickt diese Anlage also nicht wie viele andere Shops in zig Einzelpaketen, die möglicherweise an unterschiedlichen Tagen auch noch eintreffen. Stattdessen wird das komplette Bundle gemeinsam per Spedition als eine Lieferung ausgeliefert. Ihr seht hier meine Lieferung mal beispielhaft stehen und seht, dass hier alle Komponenten sauber verpackt sind und für den Transport gut geschützt waren. Das macht die Lieferung natürlich für mich als Endkunden deutlich übersichtlicher und sorgt dafür, dass beim Auspacken direkt klar ist, was alles zum Set gehört. Wichtig zu erwähnen, Solarmars ist natürlich ein offizieller Handelspartner von Anker, was natürlich für euch bedeutet, wenn ihr dort euer System bestellt, erhaltet ihr natürlich auch die reguläre Herstellergarantie von Anker. So, jetzt haben wir hier die Anker Solix Solarbank 4 Pro und die 4 leistungsstarken PV-Module sind natürlich auch schon installiert. Das System zeichnet sich durch eine sehr einfache Montage aus. Das heißt, wir haben hier entweder den ganz normalen 230 Volt Stecker oder alternativ gibt es auch einen WLAN-Stecker. Dieser kann alternativ dazu erworben werden. Wir haben jetzt hier den ganz normalen Schoco-Stecker. Dieser wird hier mit diesem komplett neu überarbeiteten Anschlussport direkt an die Solarbank angeschlossen. Auf der anderen Seite der Station befinden sich die 4 MPPT-Tracker. Hier könnt ihr dann dementsprechend eure PV-Module anschließen. Ein besonderer Mehrwert, wir haben hier einzelne Tracker, das heißt, ihr könnt eure PV-Module einzeln ausrichten, zum Beispiel Osten oder Süden oder Westen, je nachdem wie ihr das wollt. Und wenn dann ein PV-Modul quasi beschattet wird, laufen die anderen hier problemlos weiter. Das heißt also, eure PV-Module werden hier ganz normal mit diesen MC4-Steckern hier mit der Station verbunden. Ich zeige es euch einfach mal beispielhaft. Und schon wäre hier der erste String einsatzbereit. Ein wichtiger Punkt, und weil ich dieser Frage nochmal vorbeugen möchte, die Anker Solix Solarbank 4 wird jetzt hier an der Seite ein- und ausgeschaltet. Der Ein- und Ausschalter für das System befindet sich hier unten. Einfach hier draufdrücken, um die Station in Betrieb zu nehmen oder längere Zeit hier draufdrücken, um sie abzuschalten. Auch wichtig zu erwähnen, mit 2000 Watt Peak liegt dieses Set jetzt über der VDE-Grenze von 960 Watt Peak für den normalen Betrieb an einer Schuko-Steckdose. Daher muss vorher ein Elektriker den Stromkreis prüfen und die passende Anschlussart festlegen. Ein wichtiger Zusatzpunkt noch an dieser Stelle, die Anker Solix Solarbank kann natürlich mit oder ohne Smart Meter betrieben werden. Der Smart Meter bietet für euch einen großen Vorteil. Dieser wird von einem zertifizierten Elektriker in eurer Unterverteilung installiert und überwacht euren Stromfluss. Das heißt, wenn in eurem Haushalt diverse Geräte Strom verbrauchen, sieht das eure Anker Solix Solarbank und kann dann dementsprechend dagegen arbeiten und kann den Strom so gezielt an den Haushalt abgeben, sodass ihr ihn auch wirklich für eure Geräte verwendet. Ohne Smart Meter geht das natürlich auch. Hier bietet das System diverse Programme, wie zum Beispiel zeitgesteuerte Stromabgabeprogramme. Diese könnt ihr dann dementsprechend programmieren. Aber hier eine ganz wichtige Anmerkung oder ein ganz wichtiger Hinweis zu diversen Forummythen zum Thema Smart Meter. Denn viele denken immer noch, dass man mit der sogenannten Nulleinspeisung und dem Einsatz eines Smart Meters hier die vollen 2500 Watt im eigenen Haus nutzen kann. Das ist aber falsch, denn hier gilt, für ein deutsches Balkonkraftwerk sind 800 Watt Einspeiseleistung von Wechselrichter vorgeschrieben. Diese dürfen auf keinen Fall überschritten werden. Um das mal genauer zu erklären mit dem System, gibt es nämlich 2 legale Wege, das System mit eurem Hausstromnetz zu verbinden. Weg 1, den hatte ich euch gerade eben beschrieben, das ist der Anschluss als ganz normales Balkonkraftwerk mit 800 Watt Einspeiseleistung. Weg 2, dieser Weg erfordert etwas mehr Aufwand. Hierfür benötigt ihr auf jeden Fall einen Elektroinstallateur, der euch dieses System anschließt. Das heißt, hier wird auch eine ganz andere Leitung verwendet. Hier wird zum Beispiel ein WLAN-Stecker für euch installiert von eurem Elektriker. Der wird sauber
zum Beispiel an dem Installationsort der Anker Solix Solarbank 4 von eurem Elektriker angebracht, dementsprechend ordentlich abgesichert, und hier wird auch ein anderes Kabel angeschlossen und somit wird dann das System quasi dann als 2500 Watt Wechselrichter mit eurem Hausnetz verbunden und ihr betreibt das System als ganz normale PV-Anlage. Hierfür ist allerdings eine Anmeldung erforderlich, diese macht aber euer Elektriker für euch. Das heißt, diese beiden Wege gibt es und diese möchte ich euch hier auch nochmal klar aufzeichnen. Die meisten von euch werden das System aber als ganz normales Balkonkraftwerk oder als ganz normalen Balkonkraftwerkspeicher nutzen, was also bedeutet, ihr werdet hier die Schiene 800 Watt maximale Einspeiseleistung nutzen. Aber hier müsst ihr nicht traurig sein, hier gibt es nämlich noch einen Zusatzweg für euch. Ich drehe mal einfach das System hier etwas um. Und dieser große Vorteil befindet sich hier auf der rechten Seite der Anker Solix Solarbank 4 Pro. Ich mache es einfach mal auf. Wir haben nämlich hier eine Backup-Steckdose. Diese Backup-Steckdose ist nicht nur eine Backup-Steckdose, mit der ihr zum Beispiel im Blackout-Fall eure Geräte weiter betreiben könnt, sondern auch eine ganz reguläre Steckdose, die euch ermöglicht, hier Strom aus der Solarbank oder direkt aus dem Wechselrichter herauszuziehen. Der große Vorteil, diese Steckdose unterstützt mehrere Modis. Man kann sie ganz normal als Backup verwenden. Das heißt, wenn der Strom ausfällt, haben wir hier die Möglichkeit und können 2500 Watt aus dieser Steckdose herausziehen, bis der Akku leer ist. Wir können sie aber auch ganz einfach als USV-Steckdose verwenden. So mache ich es zum Beispiel mit vielen Geräten. Hier können wir dann zum Beispiel wichtige Geräte, die nicht ausfallen dürfen, wie zum Beispiel die Fritzbox oder den Kühlschrank, anschließen und haben hier ein Backup beim Stromausfall. Oder wir nutzen sie als ganz reguläre Steckdose, was also bedeutet, wenn ihr nochmal einen großen Verbraucher im Haushalt habt, wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Waschmaschine oder eventuell irgendein Verbraucher um die 1000 Watt, der trotzdem sehr viel Strom braucht und den natürlich eure Balkonkraftwerkleistung oder die Wechselrichterleistung von 800 Watt nicht abdecken könntet, so könntet ihr diese nämlich auch hier anschließen. Was also bedeutet, ihr könntet, sofern der Akku voll ist oder eure PV-Module diese Energie leisten oder liefern können, den Strom bis zu 2500 Watt hier herausziehen, ohne irgendwas aus dem Netz dazu kaufen zu müssen. Sollte dann natürlich der Akku leer sein oder das Gerät, was hier angeschlossen ist, noch mehr Energie brauchen, gibt es hier auch einen Bypass-Modus. Das heißt, die Solarbank kann eventuell dann noch Energie vom Netzbetreiber hier hinzuziehen und dieses auch hierüber ausgeben. Und so könnt ihr noch deutlich größere Geräte hier anschließen, bis maximal 3600 Watt Ausgangsleistung. Aber hierzu muss ich sagen, 3600 Watt Leistung, Dauerleistung würde ich nicht permanent an eine Schokosteckdose anschließen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es geht. Dauerhaft würde ich das hier dran aber nicht betreiben. Nichtsdestotrotz ist es schön, dass wir nochmal 2500 Watt aus dieser Steckdose herausziehen können und diese auch direkt von unseren PV-Modulen erzeugen können, ohne hier gegen die Balkonkraftwerkregelung oder gegen die Regelung in Deutschland zu verstoßen. Bevor wir zum Fazit kommen, schauen wir uns aber noch mal kurz an, welchen konkreten Vorteil SolarMAS bei diesem Komplettset anbietet. SolarMAS ist offizieller Anker Solix Handelspartner. Für die Solarbank 4 Pro gilt die 10-jährige Herstellergarantie. Auf die im Set enthaltenen Sunpro Solarmodule werden laut SolarMAS 30 Jahre Garantie gewährt. Ein weiterer Vorteil ist das enthaltene Zubehör. Nach Angaben von SolarMAS bekommt ihr zu jedem Set ohne Aufpreis einen Anker Solix Smart Meter Generation 2 sowie die zur ausgewählten Modulzahl passenden DC-Kabel, Y-Kabel oder 3-in-1 Adapter. Bei dem hier vorgestellten 2000 Watt Peak Set sind beispielsweise 8 DC-Kabel mit jeweils 5 Meter Länge enthalten. Ihr müsst also das benötigte Zubehör nicht mühsam nachträglich einzeln zusammensuchen. Falls ihr nicht sicher seid, welches System zu eurem Haushalt passt, bietet SolarMAS außerdem eine persönliche Beratung an. Dabei werden unter anderem euer Stromverbrauch, die Montagesituation und das verfügbare Budget berücksichtigt. Alle aktuellen Preise, Bedingungen, den benötigten Rabattcode und den Link zum Komplettset findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zu guter Letzt zu einem Fazit. Wo liegt der große Vorteil des Setes von SolarMAS? Ihr habt es ja gesehen, es kam alles auf einer großen Palette an. Das heißt, wir haben alle Komponenten, die wir für die Installation brauchen, auf einer Palette. Wir können sie einzeln herunternehmen, ganz einfach installieren. Ihr habt es ja gesehen, selbst Laien dürften das ohne Probleme hinbekommen und somit könnt ihr das System ziemlich schnell in Betrieb nehmen. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Noch ein wichtiger Hinweis, das Video entstand in Zusammenarbeit mit SolarMAS. Wenn ihr euch natürlich hier für dieses Set interessiert, schaut bitte unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch alle Bezugsquellen und eventuelle Angebote für dieses Set. So könnt ihr dieses Set ganz einfach
und unkompliziert bestellen. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Und wenn ihr weitere Fragen zu dem System habt, ganz einfach, stellt diese unten in die Kommentare, so kann ich eventuell auch hier nochmal das eine oder andere Folgevideo gezielt zu der Anlage und gezielt zu euren Fragen erstellen. So haben wir einen dementsprechenden Mehrwert auch nochmal für die Community dabei. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Marc auf YouTube.